Hallo und herzlich willkommen auf Enforce Tech TV 2025, das digitale Format der Enforce Tech. Wir sind bei Gore-Tex und heute geht es um das Thema Defense mit dem Matthias. Matthias, grüße dich. Hallo Martin, hi. Matthias, du hast dich auf die Schuhe bei euch spezialisiert. Was ist genau deine Aufgabe bei Gore-Tex? Meine Aufgabe ist es, Probleme zu verstehen und diese mit unseren Technologien zu lösen. Also ich präsentiere oder ich bringe unsere Technologien den Endnutzern, relevanten Endnutzergruppen näher und das Ziel ist, dass die dann sozusagen diese Technologien bei unseren Markenpartnern, wir machen ja selber keine Schuhe, wir liefern unsere Technologien, dass dann eine Firma Hikes, Meindl, Lova, wie sie alle heißen, das dann in Schuhen verbaut und wir da Probleme lösen und für Leistungsfähigkeit sorgen. Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, die Endanwender aus Spezialeinheiten oder aus Einheiten generell kommen zu euch und sagen, wir wollen das, oder geht ihr auf die Einheiten zu? Es ist eine Mischung von beiden, würde ich sagen. Aber wir sind in der glücklichen Lage, schon alle Einsatzkräfte, alle relevanten Einsatzkräfte, Bundeswehr zum Beispiel, mit unserer Technologie zu beliefern. Und wir sagen, okay, wo können wir noch besser werden? Was ist so noch das bisschen Stück, wo wir euch noch besser unterstützen können? Und da kommt immer wieder das Thema Gewicht. Ja. Und Gewicht reduzieren, aber ohne Schutz auch dadurch zu verlieren. Und da haben wir jetzt ein, würde ich sagen, revolutionäres Obermaterial für Schuhe entwickelt, nennt sich Gore-Tex Extra Guard, das sozusagen das Beste aus zwei Welten zusammenführt. Wir verbinden die Vorteile es ist ein textiles Material, also ich habe die Leichtigkeit, die hohe Atmungsaktivität eines textilen Schuhs, verbunden aber gleichzeitig mit der enormen Robustheit, die ich bei einem konventionellen Lederschuh hätte. Also sprich nicht diese typischen Durchbrüche, wo Textileinsätze an Lederschuhen zu finden sind, sondern durchgängig im Endeffekt ein Glattlederschuh in Anführungszeichen? Ja. Also vom Look her? Ja, ganz genau. Also wie du sagst, diese Einschlüsse sind zwar eine gute Sache, nur das sind Nähte und Nähte sind immer Schwachstellen. Immer. Und wenn man hier eine komplett glatte Silhouette hat, ist es natürlich von der Robustheit, von der Langlebigkeit besser, aber auch zum Beispiel, wenn ich Flüssigkeiten oder Beschmutzung da drauf bekomme, Kontamination, ist hier viel weniger ein Thema als bei einem Schuh, den ich jetzt wo ich Textil einsetze. Und Pflege, muss man natürlich auch sagen, ist deutlich leichter, ne? Du brauchst keine Pflege bei dem Schuh. Also das klingt das so glaube ich nicht. Gut, man muss alle Schuhe pflegen. Gar nicht. Also du brauchst hier kein Lederfett oder kein Fett oder keine Schuhcreme oder irgendwas. Einfach nur Wasser und Bürste. Also da waren unsere Tester, die Endanwender auch verblüfft, dass der Schuh komplett wartungsfrei ist eigentlich. Also kommt das BW-Schuhputz-Set quasi dann zum alten Eisen? Ganz genau, ist eigentlich nicht mehr notwendig und ich muss es vor allem nicht mehr mit mir herumschleppen. Ja, stimmt. Ja. Auch nochmal Gewicht gespart. Genau. Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Gewicht. Ich habe hier mitgebracht die Menge Leder, die ich ungefähr bei einem Kampfstiefel verbauen würde. Ja. Und hier ist die gleiche Menge an Extra Guard, Obermaterial. Ich sag halb so schwer. Sehr gute Einschätzung. Wir reden von ca. 40% Gewichtsersparnis. Auf den Quadratmeter gerechnet natürlich. Also pro Paar ersparen wir uns 200-300 Gramm am Fuß. Ja. Und man spricht davon, das, was 10 Gramm, die ich mir am Fuß erspare, sind so wie 50 Gramm, also das Fünffache am Körper. Also jedes Gramm am Fuß weniger zählt. Ja, Fakt. Und vielleicht noch ein paar Takte zur Extra Guard. Warum hält das auch bei extremer Nässe, wird es bei extremer Nässe nicht schwerer? Einfach, weil es fast kein Wasser aufnehmen kann. Es ist noch dazu flammresistent, was jetzt bei Polizeikräften wichtig ist, aber natürlich auch genauso im Militär ganz entscheidend ist. Und dadurch, dass das Obermaterial keine Nässe aufnehmen kann, bilden sich keine Kältebrücken. Das heißt, wenn ich mit dem Extra Guard Schuh sehr lange in Nässe stehe, im Schnee, im Dauerregen, im Matsch herumgehe, bleibt der Fuß relativ warm. Ich erhalte den Klimakomfort, genau. Und also wir haben mit Gebirgsjäger sind wir in Tests, die sagen, es ist sensationell, weil ich einfach nicht nass werde in dem Schuh und der Schuh bleibt leicht. Und das sind genau die Punkte, die wir eigentlich
Gott sei Dank Man sieht dir an den Augen an, dass das tatsächlich, dass ihr ein Ziel erreicht habt, wo ihr echt stolz drauf sein könnt. Ja, wir sind, kann man wirklich so sagen, stolz drauf. Weil es ist, wenn du dir was im Labor überlegst und dir denkst, so könnte es funktionieren, ist zwar schön, aber wenn du es dann wirklich aus dem Feld hörst von den Endanwendern, die sagen, hey, ihr löst Probleme mit dem Material, ist es natürlich super. Ja, mega gut. Wir haben aber natürlich auch noch aus dem Defense-Bereich Bekleidung und da wechseln wir einmal kurz rüber. Matthias, ich danke dir schon mal. Danke, Martin. Ich habe mir jetzt noch mal den Thomas vor die Kamera geholt aus dem Defense-Bereich für Bekleidung. Hey Thomas, grüße dich und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier uns auch mal ein paar von den Technologien zu erklären. Erstmal, wie ist die Messe bisher für dich gelaufen? Gut, es ist jetzt heute der erste Messetag, aber wir wissen ja traditionsgemäß, die NFOSTEC wird viel besucht sein. Wir werden viel Besucher auch hier am Stand haben. Und ich finde, es ist jetzt schon ganz schön viel los. Ja, wir haben ja ganz schön viele hier also wegschieben müssen, dass wir hier unser Video machen können. Also ich bin sehr zuversichtlich. Das Interesse ist da und ihr habt ja auch ein gutes Produkt, muss man ja einfach so sagen. Ja. Gut, dann erzähl uns doch mal bitte was zu den Technologien, die in diesem Jahr im Fokus stehen. Also wir haben jetzt dieses Jahr 2 Technologien hier auf der Messe ausgestellt. Zum einen haben wir die Gore-Tex Stretch-Technologie, die sehr innovativ und schon eine Neuerung darstellt für diese Anwendung. Wir haben hier ein Beispiel mitgebracht auf dieser Puppe. Das ist ein Unterzieh-Nässeschutz für die Spezialkräfte der Bundeswehr, mittlerweile auch schon eingeführt. Ja. Und komplett aus Gore-Tex Stretch-Material. Den haben wir, ich glaube, im letzten Jahr bei DNS Alpha sogar abgedreht. Fand ich total spannend, das Gerät. Ja. Das ist der Anzug von DNS Alpha, genau. Und wir haben ihn dieses Jahr wieder ausgestellt, weil er halt jetzt eingeführt ist. Und jetzt kann man ihn auch tatsächlich auch mal so darstellen und auch die Technologie sehr schön anhand von dem Anzug präsentieren. Warum Nässe-Unterziehschutz? Warum nicht oben drüber? Was? Ja, es ist natürlich, klingt immer etwas komisch, wenn man sagt, man zieht den Nässeschutz darunter. Aber wir wissen, bei Spezialkräften gibt es natürlich bestimmte Anwendungen. Nehmen wir mal die Scharfschützen oder auch zum Fallschirmspringen, gerade für Übungssprünge, wo man halt eher den Nässeschutz auch als Kälte- und Windschutz eher darunter trägt. Ja. Und deswegen die Stretch-Technologie, weil da habe ich entsprechend die Bewegungsfreiheit. Ich habe einen sehr guten Tragekomfort und damit bin ich natürlich bestens gewappnet für Wind, Wetter, aber auch für hohe Beweglichkeit. Und eben, wie gesagt, für den tatsächlich auch als Kombilösung finde ich auch super, weil man einfach nicht irgendwas hat, was rausrutschen kann und dadurch wieder Kälte entsteht. Genau. Ja. Es ist wichtig, den Anzug ziehe ich natürlich an, bevor ich in den Einsatz gehe. Das ist nicht der Nässeschutz, wenn ich draußen bin und stelle fest, jetzt regnet es. Stelle ich mir auch schwierig vor. Da benötige ich so eine gewisse Planung und Vorbereitung. So richtiges Schiedwetter hat man natürlich an der Küste. Ne? Die Marine ist da auch ein denke ich, dankbarer Abnehmer für eure Technologie. Erzähl uns was darüber, bitte, Thomas. Also was wir hier sehen, ist die Gore Pirate-Technologie. Wie der Pirat. Das ist der Pirat, genau. Und wie du eben gesagt hast, klar, die Marine legt natürlich sehr viel Wert auf den Schutz vor Wind, Wetter, Nässe, Kälte, Schnee, je nachdem, wo sie gerade im Einsatz sind. Und dafür ist natürlich diese Technologie bestens geeignet. Sie schützt sowohl gegen Wetter, aber sie schützt auch den Träger, den Marinesoldaten oder auch einen Polizisten, der sich an Bord befindet, vor Brandverletzungen. Ja. Das ist ja eine Technologie, die Hitze-Flammschutz bietet. Diese Technologie beruht darauf, dass diese Carbonpartikel in dem Textil dauerhaft integriert sind. Und wenn jetzt eine große Hitze und Flamme auf das Textil kommt, dann werden diese Carbonpartikel aktiviert. Es findet eine lokale Verlöschung statt und damit ist man natürlich bestens geschützt vor Hitze, Flammen. Muss man sich vorstellen wie so ein Airbag beim Auto. Ja. So kann man sich das vorstellen. Okay. Warum ist das für die Marine gerade, beziehungsweise für den Defense-Bereich nochmal ein Thema mit der Feuerresistenz? Also wir wissen natürlich, Marinesoldaten bewegen sich natürlich immer auf engstem Raum. Und sowohl im Einsatz, aber auch bei Übungen hantieren die schon mit gefährlichen Betriebsstoffen oder Munition an Bord von Schiffen. Ja, okay. Deswegen legt man da sehr viel Wert auf diesen Schutz vor Brandverletzungen, Schutz vor Hitze und Flammen, mit einem guten Wetterschutz. Tragekomfort spielt eine entscheidende Rolle, aber auch die Robustheit der Bekleidung. An Deck von Schiffen ist die Oberfläche sehr aufgeraut, sehr rutschfest. Ja. Und wenn die natürlich an Deck arbeiten, da wird natürlich so eine Bekleidung schon sehr hoch gewesen, sehr stark strapaziert und rangenommen. Des Weiteren eine Salzwasserbeständigkeit. Also wir haben so einen guten Mix aus 4 wesentlichen Grundanforderungen. Das ist der Schutz vor Wetter, der Schutz vor Brandverletzungen, das ist der Tragekomfort. Die Bewegungsfreiheit spielt hier eine große Rolle, eben wegen dem engen Raum.
und letztendlich die Robustheit, die Haltbarkeit. Und seid ihr da auf die Marine zugegangen oder habt ihr eine Anforderung von der Marine gehabt? Wie kann man sich das am besten vorstellen für die? Da wir natürlich sehr eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, entsteht es immer so im Dialog. Ja. Marine kommt so auf uns zu, sieht es auch auf Messen, was wir da haben. Und dann entsteht eben dieser Dialog, diese Vorschläge. Und aktuell muss man ja wirklich sagen, sind wir derzeit in einem Tragetest bei der deutschen Marine. Ja. Und schauen wir mal, da erwarten Das ist wir halt so. immer am besten, wenn die Endanwender es testen können und sagen können, hier, so muss es sein. Geht's. Ja. Und so wie es aussieht, haben wir sogar die Chance, im nächsten modularen Begleitungssystem der Marine mit dieser Technologie präsent zu sein. Spannendes Thema. Ja, wir sind sehr Da zuversichtlich. bleiben wir auf jeden Fall mit dran. Thomas, ich danke dir recht herzlich dir fürs dafür, Kommen. dass du uns das hier erklärt hast. Gerne. Gore-Tex im Internet findet ihr hier unten eingeblendet. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten kann ich nur euch empfehlen, den Enforce Tech TV-Kanal zu abonnieren. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert gerne unter dem Video und stellt eure Fragen. Wir werden die für euch beantworten. Und dann sind wir mal raus und schauen, was es hier noch so zu sehen gibt auf der Enforce Tech 2025. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ciao.